Du kannst das nicht, allein die Zeit und Kohle für 3-mal BOG, Erweckung, Crit Damage plus 5 auf einem Teil und das 4-mal, da wird mir schlecht. Naja gut, wenn du die BOGs im Cash-Shop gekauft hast, selber schuld, I guess. Aber ich sag mal so, nach der Logik dürftest du ja niemals ein Videospiel spielen. Weil es gibt kein Videospiel, zumindest kein Online-Spiel, was unendlich lange hält. Oder zumindest eine Garantie bieten kann, dass es unendlich lange hält. Und irgendwann wird alles enden. Außer Flive. Flive höchstwahrscheinlich nicht. Aber Kappa, by the way. Das ist das Grundprinzip. Also ich meine, die meisten Leute sind ja sogar so, dass sie immer wieder neue Spiele spielen. Jetzt kam ja zum Beispiel Hytale raus. Jetzt zockt momentan jeder Hytale. Und da hat man ja, soweit ich weiß, auch irgendeine Basis oder ein Progress, irgendwas, was man sich erarbeitet. Und trotzdem werden Leute jetzt 2 Wochen da jeden Tag 10, 20 Stunden zocken. Oder auch 2 Monate. Und dann werden sie, manche, wahrscheinlich nie wieder online gehen. Oder das Spiel nie wieder starten. Und das ist bei jedem Online-Game so, dass Leute monatelang sehr viel Geld und sehr viel Zeit investieren. Und dann, puff, sind sie einfach weg und sie kommen auch nie wieder. Und ich meine, natürlich ist es was anderes, wenn man das jahrelang macht, oder Jahrzehnte sogar, versus nur ein paar Monate. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich meine, natürlich ist es ein Unterschied in der Höhe der Stunden und des Geldes. Aber vom Prinzip her, wo ist der Unterschied? Ob ich jetzt in 3 Monaten 300 Stunden spiele oder noch mehr und 500 Euro ausgebe, um dann nie wieder zu spielen? Natürlich, meistens trifft man jetzt nicht unbedingt aktiv die Entscheidung, dass ich nie wieder spiele. Wobei manchmal schon, glaube ich. Aber die meisten Leute tun es vielleicht unbewusst oder keine Ahnung, oder man vergisst. Oder ich meine, sowas wie, was ich bei Flive oft lese, ist ja seit 18 Jahren nicht mehr gespielt, seit 20 Jahren nicht mehr gespielt. Also offensichtlich machen die Leute es schon und auch nicht selten, dass sie eines Tages einfach aufhören und dann für knapp 20 Jahre nicht mal mehr einen Gedanken daran verschwenden und erst dann wieder realisieren, Moment mal, da war ja was, so ungefähr. Und die meisten Games werden nach so einem langen Zeitraum definitiv nicht mehr online sein. Wahrscheinlich 99% aller Games sind nach so einem langen Zeitraum Online-Games nicht mehr online. Und von dem her wäre die Argumentation quasi, wenn du jetzt sagst, von Flive PC auf Flive Universe switchen, weil du so viel investiert hast, in welcher Form auch immer, in Flive PC, dass dir der Umzug sozusagen schwerfällt oder du es nicht kannst, ergibt dann eigentlich wenig Sinn, dann überhaupt Online-Spiele zu spielen, wie gesagt, weil ja, es ist schon ein Unterschied, aber auf der anderen Seite auch wieder irgendwo nicht. Das Prinzip ist zumindest das gleiche, dass du dann eigentlich gar keine Online-Spiele spielen dürftest, weil nichts davon ist für ewig. Und dann ist dann relativ egal, ob du jetzt 3 Monate gespielt hast und 300 Euro ausgegeben hast oder 13 Jahre und 3000 Euro. Spielt ja dann eigentlich keine wirkliche Rolle. So oder so ist das, was du investiert hast, grundsätzlich erstmal weg und du wirst es nicht mehr wiederbekommen. Zumindest nicht auf legalem Wege. Und, ja. Also, ich denke, für die allermeisten Leute stellt sich dieser Gedanke eigentlich gar nicht wirklich tatsächlich. Hat man bei Flive Universe gemerkt, als das Spiel released wurde, hat die Flive-Community denen die Bude eingerannt. Da hat es niemanden interessiert. Oh Mann, ich habe schon so viel in Flive PC, bla 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 bla. Alle haben Flive Universe gespielt. Oder nicht alle, aber alle, die davon Wind bekommen haben, haben es gespielt. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die allermeisten Leute das sehr wohl können. Und ich sag mal so, die Leute, die es nicht können, also weiterziehen sozusagen, weil sie das Gefühl haben, dass sie zu viel Zeit oder Geld in Flive PC investiert haben oder auch in irgendein anderes Spiel, das ist halt die absolute Minderheit. Das im Endeffekt jetzt alle Leute, die noch Flive PC spielen, sind diese Leute, naja, und Surprise, es sind nicht besonders viele Leute. Die allermeisten können es.
3 Monate oder 13 Jahre ist schon ein gewaltiger Unterschied. Insbesondere emotional. Ich sag ja, es ist schon ein Unterschied. Aber die allermeisten Leute können es. Also die Leute, die es nicht können, ist die absolute Minderheit. That's what I'm trying to say. Also es ist ganz normal, dass man weiterzieht. Und die Leute, die es nicht können, ist eine ganz, ganz kleine Gruppe von Leuten. Und da ist auch die Frage, ob sie es gar nicht können oder ob sie es einfach nur nicht wollen. Ist auch nochmal ein Unterschied, kann ich es nicht, weil ich es wirklich nicht über mich bringe? Oder will ich einfach nur nicht nochmal von neu anfangen und sage, mir ist das scheißegal, wenn es offline geht, ist es offline und so lange spiele ich halt noch das und danach fange ich das Neue auch gar nicht mehr an. So ungefähr. Wenn man die nochmal rausrechnen würde, die Leute, dann würde man mit einem noch kleineren Prozentteil am Ende dastehen. Von Leuten, die es wirklich nicht können. Also nicht können und nicht wollen, versus die Leute, die es einfach nur nicht wollen, weil sie keinen Bock drauf haben oder weil sie einfach sagen, ja, keine Ahnung, neues Spiel finde ich einfach doof, ohne jetzt zwingend sagen zu können, dass es mir um den Progress geht, den ich zurücklassen würde und so. Und wie gesagt, grundsätzlich ist es schon so, also ja, 3 Monate versus 13 Jahre, aber wenn ich jetzt alle 3 Monate ein neues Spiel anfange, dann ist doch das Gleiche. Dann spiele ich halt über 13 Jahre 25 verschiedene Games. Aber ich lasse ja trotzdem immer was zurück. Ist ja dann eigentlich auch egal, ob das dann verschiedene Games sind oder nicht. Eigentlich ist das egal. Und also ich würde sagen, der Durchschnittsgamer macht genau das. Fängt ein Game an, investiert so und so viele 100 Euro, so und so viel Zeit. Monate oder Jahre, manche auch nur Wochen. Und dann geht er zum nächsten Game und dann zum nächsten Game. Ich meine, nur so funktioniert die Gaming-Industrie überhaupt. Wenn jeder sich ein Game aussuchen würde und nie wieder was anderes spielen würde, so ungefähr, würde die gesamte Gaming-Industrie nicht funktionieren, so wie sie funktioniert. Vor allem auch was Online-Gaming angeht. Ich meine, allein wie viele Online-Games gibt es? Zu viele. Millionen. Also, die ganze Industrie lebt davon, dass die Leute eben weiterziehen können und wollen. Also es ist einfach ganz natürlich. Das Einzige, was halt immer größer wird, ist die Überwindung, wenn man so viele Jahre und so viel Geld investiert hat. Die Überwindung wird halt immer ein bisschen größer. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Und gut, ich meine, in anderen Games ist es halt so, du kannst gar nicht 13 Jahre spielen, weil das Spiel gar nicht so lange online ist. Muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist natürlich auch schon ungewöhnlich, dass ein Spiel überhaupt so lange existieren kann. Viele schaffen ja nicht mal 5 Jahre. Ja, aber vom Prinzip her. 13 Jahre sind ein Teil des Lebens. Achso, und 3 Monate nicht, oder was? Ein großer Teil des Lebens, ja, aber wie gesagt. Ist ja bei allem so. Ich meine, das ist eigentlich so ein bisschen so eine Boomer-Logik. No front. Aber das ist wie wenn du sagst, oh Mann, ich bin jetzt 13 Jahre verheiratet, ich hasse meine Frau, ich würde sie am liebsten jeden Tag erwürgen. Aber naja, wir sind jetzt schon 13 Jahre verheiratet, ich habe schon so viel Geld und Zeit in diese Beziehung gesteckt. Naja, jetzt lassen wir uns nicht scheiden, weil das lohnt sich ja nicht. Ich habe ja schon so viel investiert, so ungefähr. Ist vielleicht nicht der beste Vergleich, aber vom Prinzip her wäre das ja auch so. Oder Arbeit. Ich bin seit 13 Jahren beim gleichen Arbeitgeber, der verarscht mich nach Strich und Faden. Ich hasse ihn wie die Pest. Aber ich habe ja schon so viel Zeit und Geld oder was auch immer investiert oder... I mean, das hast du überall im Leben. Ab einem gewissen Punkt. Und natürlich macht es das immer schwerer, je mehr Zeit und mehr Geld man irgendwo reingesteckt hat. Aber auf der anderen Seite ist das nicht literally die Definition von Leben, dass man immer wieder trotzdem neu anfängt und so. Also nur weil du halt, wie gesagt, so viel Zeit oder Geld in irgendwas investiert hast, zu sagen, das kann ich nicht über mich bringen oder so, ist halt, I don't know. Wie gesagt, eine ziemlich veraltete Ansicht. Weil
wie gesagt, eh nichts ewig hält. Vor allem keine Videospiele. Man sollte wahrscheinlich froh sein, dass es überhaupt so lange gehalten hat. Würde ich sagen. Und es ist immer noch online, ich meine, sowieso erstaunlich genug. Also, nur weil du jetzt mit Flive Universe anfängst, heißt es ja nicht zwingend, dass du Flive PC für immer zurücklassen musst. Du kannst ja theoretisch sogar beides spielen. Vielleicht hast du sogar mal eher Lust auf ein Flive Universe Event oder du spielst nur den FE10 Flive Universe, checkst da immer den neuen Content im Speedrun-Style ab und die restliche Zeit spielst du Flive PC, weil du sagst, ja, Flive Universe FEC ist ganz nett, aber dann will ich eigentlich schon wieder Flive PC spielen oder irgendwie so. Kann man auch machen. Also man muss ja nicht zwingend komplett alle Teils cutten. Also zumindest bei einem Videospiel ist das relativ einfach. Bei einer Beziehung oder bei einem Arbeitgeber ist das natürlich nicht so einfach, dass du sagst, jetzt ja, fahren wir mal eine Weile zweigleisig. Also kann man auch machen, aber es ist dann eher, ja, das wird wahrscheinlich eher nicht funktionieren im echten Leben. Bei den genannten Beispielen. Da wird das eher nicht funktionieren, vermutlich. Aber, ja. Yeah. Bei einem Videospiel ist man ja deutlich flexibler. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Ich denke, das haben auch viele Leute gemacht, trotzdem. Weil ich denke, die Leute, die jetzt noch Flive PC spielen, und die meisten davon, das weiß ich aus ziemlich sicherer Quelle, die meisten davon hassen Flive Universe, was wahrscheinlich dann auch wieder mit dem emotionalen Package, das sie mit sich rumtragen, namens Flive PC zusammenhängt. Aber wie kannst du etwas hassen? Also ich meine, natürlich, du kannst auch etwas hassen, ohne es jemals gespielt zu haben oder whatever. Einfach nur für die Tatsache, dass es quasi das andere irgendwie mit kaputt gemacht hat oder so. Aber vom Prinzip her wird es realistischer, oder ist es wahrscheinlich realistischer, dass die Leute sich das trotzdem in irgendeiner Form angeguckt haben. Und sei es nur über Videos und Streams. Die meisten gehe ich aber schon davon aus, dass sie es tatsächlich ausprobiert haben und dann vor allem für sich auch nochmal die Entscheidung getroffen haben, nee, das will ich nicht. Weil ich meine, sicher sagen kannst du es ja echt nur, wenn du es wirklich auch mal selber ausprobiert hast. Und ich würde mal behaupten, die meisten oder einige Leute werden es auf jeden Fall mal ausprobiert haben.